Herzlich willkommen bei Video Wissen. Wir waren in Sonneberg bei dem OWUDL-Wochenende und ich habe den Vortrag gehalten, die Schönheit der Astrophysik XXL. Hier kommt der Frageteil, bringt ein bisschen Zeit mit, gute Unterhaltung. Warum hat der Mars Rover Perseverance die Gesteinsproben auf seinem Pfad abgelegt? Der Hintergrund ist eben, man möchte tatsächlich diese Gesteinsproben wieder einsammeln, zurückbringen zur Erde, also ähnlich wie bei Chang'e 6, was wir gesehen hatten, beim Mond eine Mission starten, um vom Mars wieder zurückzukommen. Das ist natürlich ferne Zukunftsmusik, wann das passieren wird, ist eine große Frage, aber im Prinzip soll da eine Rakete dann vom Mars starten und die Proben dann zurückbringen. Das heißt, man muss auch vorher wieder jemanden haben, unter Umständen den Rover, der die verschiedenen Proben wieder zusammenführt, dann alles wieder an einer Stelle deponiert. Robotisch müsste dann vielleicht in eine Rakete das reingepackt werden. Vielleicht machen es dann doch auch irgendwann mal Menschen, aber da reden wir halt wirklich von der Zeitskala, sagen wir mal 50 Jahre, bis das Ganze passiert. Und wir sehen ja auch jetzt die Rückschläge bei der Mondraumfahrt, dass es da immer wieder Verzögerungen gibt mit Artemis. Insofern mache ich mir da erstmal jetzt nicht so viel Gedanken um den Mars. Da werden wir einen langen Atem haben müssen. Die Frage war, ob zu jedem Lichtpunkt genaue Auswertungen durchgeführt werden. Also wie weit sind die einzelnen Objekte, die wir da sehen, entfernt? Ja, das ist genau die Aufgabe. Es ist dann eine Tiefenfeldaufnahme, die übrigens zum ersten Mal im Jahr 1995 durchgeführt wurde. Es war ein riskantes Unternehmen von dem damaligen Direktor des Space Telescope Science Institute, Robert Williams. Der hatte seine wertvolle Direktorenzeit investiert und gesagt, ich schaue mit dem Weltraumteleskop Hubble auf eine absolut dunkle Region stundenlang belichten im Sternbild Großer Bär. Und man wusste nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht wäre das Bild auch total schwarz gewesen, was dabei rauskommt. Dann hätte man gesagt, hey, der Typ hat wertvolle Hubble-Zeit vergeudet. Wie kann er nur? Aber er hat einfach hochgepokert, viel riskiert und dann eben Erfolg gehabt. Das war dann das Hubble Deep Field North daraus entstanden. Eine Aufnahme, so wie diese hier, allerdings dann mit dem Weltraumteleskop Hubble im optischen Bereich, wo wirklich ein kleiner Bereich des Himmels stundenlang, typischerweise 12 Stunden, belichtet wurde. Und Sie wissen es ja, in der Fotografie ist es so, wenn Sie einen sehr, sehr dunklen Ort anschauen und in einer dunklen Landschaft stundenlang oder minutenlang belichten, dann tauchen plötzlich dunkle Objekte auf, die man vorher nicht gesehen hat. Und genauso ist es auch hier. Leuchtschwache Galaxien, die man einfach sonst gar nicht sehen würde, poppen sozusagen aus dem Dunkel auf und verraten sich, weil man einfach lange belichtet hat. Und mittlerweile werden solche Tiefenfeldbeobachtungen oder Deep Fields, wie man das nennt, im optischen, im Nahinfraroten, im Röntgenbereich, in allen möglichen Wellenlängenbereichen durchgeführt und natürlich auch mit James Webb. Und das erste wissenschaftliche Bild von James Webb war ja auch genauso eine Tiefenfeldbeobachtung. Das hatte Joe Biden auch persönlich vorgestellt, das Bild damals. Also das war ein großer Erfolg und man möchte eben jetzt nicht nur diese Strukturen herausvergrößern, sich angucken, sondern genau wie Sie gesagt haben, auch einzelne Spektren analysieren. Das heißt, unter Umständen stellt man in solchen Bildern fest, aha, guck mal, da ist doch was Interessantes. Wir beobachten jetzt nochmal, vielleicht mit irgendeinem anderen Teleskop und machen einen sogenannten Follow-up, also eine Nachfolgebeobachtung, um mehr über diese Spezialstruktur, die wir da entdeckt haben, dann zu lernen. Und genau das wird eben gemacht. Es ist viel Arbeit. Es gibt aber auch viele junge Leute, die ausgebildet werden. Das sind vielleicht auch Doktorarbeiten, die dann da so durchgeführt werden, dass die Leute diese Daten analysieren und dann eben genau auf die Art und Weise vieles über diese vielen kleinen Strukturen, die wir hier sehen, dann lernen können. Die Frage war, wenn man schwarze Löcher kartografieren möchte, schaut man eben dann auf die Umgebung von vermeintlichen schwarzen Löchern. Also natürlich weiß man nicht, ob da ein schwarzes Loch ist, sondern es ist eher umgekehrt. Man sieht verdächtige Sternbewegungen. Und es ist immer dann verdächtig, also hier sieht man eine schöne Ellipse, die da gezeichnet wurde. Diese Ellipse sieht man unter Umständen gar nicht, sondern man sieht vielleicht nur so einen kleinen Abschnitt. Je nachdem, wie lange man beobachtet, wie schnell der Stern sich bewegt, sieht man vielleicht auch nur eine verräterische kurze Bewegung. Und dann muss man natürlich schauen, dass man nochmal vielleicht hinschaut, auch vielleicht mit einem anderen Teleskop hinschaut, dass man solche elliptischen Bahnen identifizieren kann. Und das ist eben wirklich ein Charakteristikum. Sie wirbeln ihre Umgebung durcheinander, einfach durch diese heftigen Gravitationskräfte, die da am Werke sind und schleudern einfach Sterne herum zu größten Geschwindigkeiten.
Und das ist eben hier so ein Charakteristikum, wie gesagt, bei verschiedenen Massenskalen von schwarzen Löchern mittlerweile entdeckt worden, bei stellaren schwarzen Löchern wie hier, aber eben auch die S-Sterne ist dieselbe Geschichte bei den massereichsten schwarzen Löchern von Millionen von Sonnenmassen, Sagittarius A-Stern, und eben auch, wie erzählt, aber ohne Bild, bei Kugelsternhaufen wie Omega Centauri, wo man dann diese mittelschweren schwarzen Löcher findet. Das heißt, es ist eine Variante, um indirekt auf schwarze Löcher zu schließen. Die Frage war, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Auswertung von astronomischen Messdaten? Zunehmend. Man findet auch immer mehr Publikationen, wo das auch genau im Titel ist mit AI, Artificial Intelligence, also einfach die gewaltige Datenmenge. Man trainiert sozusagen die Intelligenz an gewissen Daten und lässt sie dann auf neue Daten los. Es wird in verschiedensten Bereichen der Wissenschaft, auch in der Astronomie, benutzt inzwischen und beschleunigt natürlich dann auch die ganzen Forschungsprozesse, dass man einfach schneller die Ergebnisse bekommt. Also ist ganz wichtig, ja. Vielen Dank für die Frage. Die Frage war bei dem Beispiel mit dem Trio von Galaxien, sieht man da was von dunkler Materie? Ich weiß es jetzt nicht konkret für dieses Beispiel, aber es ist natürlich von der wissenschaftlichen Seite her so, dass dieser helle Teil einer Galaxie immer eingebettet ist in einen sogenannten dunkle Materie-Halo. Das heißt, das, was wir von der Galaxie sehen, ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich gibt es drumherum viel mehr dunkle Materie, wahrscheinlich eben 5-mal mehr, sagt ja die Kosmologie, als die normale Materie. Diese kosmologischen Tortendiagramme bezogen auf das lokale Universum sagen ja, 5% ist baryonische Materie, 25% ist dunkle Materie, also 5-mal mehr. Und natürlich wechselwirken dann auch diese dunklen Materie-Halos untereinander. Das ist genau das, was diese ersten Simulationen auch beim Millennium Run vor rund 20 Jahren gezeigt haben. Das war auf dem Cover von einem Nature Paper zu finden. Volker Springel hat diese Simulation federführend mit Kolleginnen und Kollegen durchgeführt, ist mittlerweile ja Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Die Simulationen sind auch immer besser geworden. Ich habe vor wenigen Tagen auch einen Kosmologie-Vortrag mit solchen Simulationen gezeigt. Und was die eben machen können, ist, mittlerweile können die das sowohl für die dunkle Materie simulieren, was da passiert, als auch für die baryonische Materie. Man sieht auch Feedback-Prozesse, dass zum Beispiel hier natürlich ja auch supermassereiche schwarze Löcher drin stecken in diesen Galaxien, die natürlich dann auch Futter bekommen bei solchen Wechselwirkungen, dann wieder Materie herausschießen, Jets herausschießen. Es gibt also so Feedback-Prozesse, wo die gesamte Struktur wieder verändert werden kann. Und natürlich kann man beobachterisch dann auch etwas lernen über dunkle Materie, also auch bei Bildern wie das von Euklid hier. Vielleicht kennen Sie ähnliche Bilder mit dieser Gravitationslinse wie hier. Da gibt es ein ganz bekanntes Bild von dem Bullet Cluster. Das sind auch interagierende Galaxien. Und man sieht, dass die baryonische Materie eine Bugschockwelle in dem Material hinterlässt. Aber die dunkle Materie, weil sie ja nur schwach wechselwirkend ist und eben auch nicht kühlen kann wie normale Materie, einfach sozusagen durchfliegt und keinen Bugschock erzeugt. Die funktioniert sozusagen ganz anders als gewöhnliche Materie. Aber man kann eben mit solchen Gravitationslinsenbildern, kann man natürlich inzwischen auch rückschließen, wie sieht denn diese Materieverteilung auf der Sichtlinie aus, auch von dunkler Materie. Und das hat man zum Beispiel auch beim Bullet Cluster sichtbar gemacht und kann dann so tatsächlich auch Rückschlüsse ziehen auf die Verteilung von dunkler Materie. Und typischerweise ist die viel ausgedehnter und größer und die gewöhnliche Materie ist eingebettet in diese Potenziale von dunkler Materie. Hat man Ideen, wie sich dunkle Materie in der Nähe von schwarzen Löchern verhält? Fällt die dunkle Materie auch in das schwarze Loch hinein? Ja, muss sie. Aber sie kühlt eben, wie gesagt, anders. Das heißt, es gibt eben nicht diese Wechselwirkungsprozesse, die wir von den Akkretionsscheiben kennen, die man im sichtbaren Bereich hat. Die sind ja typischerweise dann im Röntgenbereich gut zu sehen, weil einfach das Material sehr heiß wird in der Nähe von dem schwarzen Loch. Das ist ja wie so eine Art Nadelöhr. Alles muss da plötzlich rein, reibt aneinander, wird sehr heiß. Temperaturen von 1.000.000 Grad oder sowas werden da erreicht. Und das sieht man eben als Wärmestrahlung dann im Röntgenbereich. Und die dunkle Materie muss natürlich dann auch hineinstürzen, weil sie natürlich auch der Gravitation genügt. Aber es gibt eben nicht diese ganzen Randerscheinungen wie Leuchtprozesse und so weiter, was man kennt. Aber sie muss auch reinfallen, aber bildet zum Beispiel vielleicht dabei keine Akkretionsscheiben dann aus. Gute Fragen.
Sie sind noch bei mir, das freut mich. Also XXL, dann machen wir doch gleich den zweiten Vortrag. Die Frage war, was ist der Stand bei der dunklen Materie? Woraus besteht sie? Gibt es da neue Erkenntnisse, auch bei den Alternativen dazu? Also man kann ja auch alternative Gravitationstheorien wie Mond sich überlegen. All das wird immer noch erforscht tatsächlich. Mond ist eher raus. Das ist ja diese newtonsche Variante, wo man im Prinzip einfach nur sagt, wenn sich zwei Massen anziehen, dann ändere ich ab einem bestimmten Abstand radikal die Beschleunigung, also wie stark die sich anziehen. Ich drehe sozusagen brutal an der Gravitationsbeschleunigung und das Thema ist raus. Es gibt aber Varianten davon, relativistische Varianten, die laufen unter TeFS, Tensor, Vektor, Skalartheorien. Und da geht man im Prinzip zurück zu dem, was Albert Einstein und Marcel Grossmann rund 10 Jahre gekostet hat ihres Lebens, nämlich die Verallgemeinerung von der speziellen zur allgemeinen Relativitätstheorie und dem Finden des Einstein-Tensors, was sozusagen die wichtige Größe ist in der Einsteinschen Theorie, die eben Krümmungen von Raumzeiten beschreibt. Und da gibt es gewisse Freiheiten. Man kann auch weitere Felder berücksichtigen, weitere Skalarfelder. Das ist ja genau die Sache, was Einstein ja im Jahr 1917 gemacht hat. Er hat eine kosmologische Konstante eingeführt, Lambda. Das ist einfach nur eine Zahl, ein Zusatzterm in dieser Feldgleichung. Und er hat festgestellt, dass man damit eben auch das Universum natürlich beschreiben kann. Seine Motivation damals war allerdings, er wollte einen statischen Kosmos beschreiben, weil seine Feldgleichungen ohne Lambda hätten entweder ein Universum zur Folge gehabt, was expandiert oder eins, was in sich zusammenstürzt. Und das wollte er sozusagen aufhalten. Und diesen Einsturz, und das kann man eben machen, indem man irgendwas Antigravitatives reinpackt. Und das ist eben die kosmologische Konstante. Dann wurde aber ja die Galaxienfluchtbewegung in den 1920er Jahren entdeckt. Und deshalb war erstmal, weil das die Evidenz, die beobachterische Evidenz war für einen expandierenden Kosmos, war erstmal die kosmologische Konstante nicht mehr notwendig. Allerdings das, was immer als Einsteins Eselei betitelt wird in dem Zusammenhang, dass er nämlich gesagt haben soll, das war mein größter Fehler, dass ich diese konstante Lambda eingeführt habe, das ist falsch. Also das ist nur sozusagen überliefert über einen Brief von George Gamow, wo das drin stand. Man hat keinerlei Aufzeichnungen oder irgendwelche Äußerungen von Einstein persönlich dazu. Also da ist man sich auf der historischen Seite nicht sicher, ob das wirklich Einstein gesagt haben soll. Denn interessanterweise hat er ja die richtige Intuition gehabt, denn 1998 wurde ja klar, als die beschleunigte Expansion des Universums entdeckt wurde, mit den Supernovae vom Typ 1a, also explodierende weiße Zwerge, dass wir sowas brauchen wie die kosmologische Konstante, weil wir brauchen irgendwas Antigravitatives, was das Universum beschleunigt expandieren lässt. Und die Alternative eben jetzt zu dieser sehr erfolgreichen Theorie von Albert Einstein, allgemeine Relativitätstheorie mit Lambda und dunkler Materie und dunkler Energie eben, ist, dass wir sagen, wir beschreiben das Ganze ohne dunkle Materie, ohne dunkle Energie, versuchen aber dann eine neue Gravitationstheorie aufzustellen. Da sage ich erstmal viel Spaß, denn es wird nicht leicht. Wie gesagt, 10 Jahre des Lebens hat es Einstein schon alleine gekostet und er selber war ja auch kein Kenner der Differentialgeometrie, hat sich das von dem Mathematiker Grossmann dann auch beibringen lassen. Es gab viel Erkenntnisse zu der Differentialgeometrie, die schon in der Mathematik gefunden wurde, von Riemann, von Gauss, Ricci und so weiter. Das heißt, das musste der Einstein auch erstmal lernen und das haben sie übertragen und mit Physik gefüllt sozusagen, um das Universum als Ganzes zu beschreiben und zu verstehen. TeFS wäre eben genau das, was man auch seit Jahrzehnten schon macht, zu sagen, wir gehen zurück zu Grossmann und Einstein und versuchen an diesen Einstein-Gleichungen zu drehen. Wir nehmen jetzt nicht einfach nur eine Konstante wie Lambda rein, sondern vielleicht weitere Felder. Da gibt es dann sowas wie ein Skalarfeld. Ein Skalarfeld ist sowas wie eine Temperaturverteilung hier im Raum. Sie können an jedem Raumpunkt ja eine bestimmte Temperatur zuordnen. Die Temperatur ist eine Zahl, man nennt es eben Skalar. Und dieser Skalar variiert von Raumpunkt zu Raumpunkt. Und vielleicht könnte man, das Higgs-Teilchen ist auch sowas, das Higgs-Feld, vielleicht könnte man sowas hernehmen als Zusatzfeld, erstmal reinnehmen in die Gleichung und gucken, könnte ich mit so einem Skalarfeld eben das Universum beschreiben. Es sind aber auf jeden Fall dann die Gleichungen noch komplizierter, die sind ja eh schon schlimm genug. Und das ist so ein bisschen abschreckend an dem Ganzen. Man handelt sich einfach kompliziertere Gleichungen ein und man könnte sogar Vektorfelder reinnehmen. Das ist sowas, was man aus der Elektrodynamik auch kennt. Vektorfelder, die haben die Eigenschaft, dass sie nicht ein
eine Zahl zuordnen an jedem Raumpunkt, sondern einen Pfeil, der eben nicht nur eine bestimmte Richtung zeigt, sondern auch eine bestimmte Länge hat. Also zum Beispiel ein einfaches Vektorfeld sind Flussströmungen, wo Sie ja eine Strömungsgeschwindigkeit haben, die von Punkt zu Punkt in dem Fluss variiert. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass man die Einstein-Gleichung in die Richtung verallgemeinert. Oder Sie könnten auch weitere Raumdimensionen hernehmen. Auch das wird gemacht, nennt sich Stringtheorie. In den Anfängen war es keine Stringtheorie, sondern nannte sich Kaluza-Klein-Theorie. Da hat man eine weitere Raumdimension dazu genommen. Also man dreht jetzt insofern an Einsteins Theorie, weil man sagt, wir haben nicht nur Länge, Breite und Höhe, sondern auch eine vierte Raumdimension plus Zeit, also eine fünfdimensionale Theorie. Und daraus wurde ja in den 60er Jahren dann auch die Stringtheorie. Die haben 11 Dimensionen, also 10 Raum, eine Zeitdimension. Das wird alles untersucht. So ein bisschen kommt es mir so vor, dass man da sehr, sehr viele Ansatzmöglichkeiten hat, aber nicht so wirklich weiterkommt. Aber wir immer wieder feststellen, Einsteins Theorie ist das Beste, was wir haben. 2015 wurden Gravitationswellen direkt nachgewiesen. Genau in der Stärke wie von seiner Theorie vorhergesagt. Genauso wie man es erwartet hat. Also es wird immer wieder das bestätigt, was Einstein da so an Intuition hatte, und auch das Lambda war offenbar ja nicht ganz so falsch, weil es wurde dann 1998, lange nach seinem Tod, wieder aktiviert. Das heißt, aktuell ist das Beste, was wir haben in der Kosmologie, eine Lambda-CDM-Kosmologie. Lambda, die kosmologische Konstante, eine rätselhafte Zahl, die sehr, sehr klein ist, und CDM, Cold Dark Matter, die kalte dunkle Materie, die eben genau solche Strukturen hier dann hervorbringt, Gravitationslinsen, dafür sorgt, dass Galaxien auch miteinander verschmelzen und so weiter. Also das ist momentan das Beste, was wir haben, ja, immer noch. Vielleicht noch ein Kommentar zu dem Teilchen. Wenn es ein dunkle Materie-Teilchen ist ja die beste Idee, dass es so eine Art Geschwisterteilchen ist vom Neutrino. Also auch schwach wechselwirkend, sehr, sehr leicht. Und, Entschuldigung, das Neutrino ist sehr, sehr leicht, aber diese Geschwisterteilchen wären vielleicht vergleichbar mit der Protonenmasse oder mehrfache Protonenmasse. Auch da gibt es Suchexperimente, Cogent, Xenon Wonton, CREST und so weiter. Also wirklich so Experimente, die man hier im Raum auch aufbauen könnte, wo man wirklich die Vermutung hat, es kommt ein dunkles Materie-Teilchen angeflogen, macht irgendeine Reaktion im Detektor und wir können das feststellen. Aber auch da bislang über viele Jahre schon sucht man nichts gefunden. Also es gibt Ideen, wir brauchen vielleicht jetzt mal so ein bisschen wieder auch aus den Experimenten dann irgendeinen Hinweis, und vielleicht ist dann Euklid eben da ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch Konkurrenzexperimente, der Dark Energy Survey, der Dark Energy Spectroscopic Instrument heißt es, DESI. Da gibt es auch Experimente, wo man im Prinzip Galaxien sich anschaut. Also da erhoffe ich mir, dass man da was finden wird. Müssen wir abwarten, aber aktuell nicht viel Neues, ja. Ist die Hubble-Tension ein Hinweis auf kosmologische Parameter? Also Hubble-Tension müsste man nochmal erklären, was das ist. Das ist dieser Widerspruch, der sich ergibt, dass man verschiedene Hubble-Konstanten misst, je nachdem, welche Messmethode man anwendet. Wir haben da auch Übersichtsartikel, meine ich, in Stern und Weltraum gehabt. Es gibt viele Methoden mittlerweile, um die Hubble-Konstante zu bestimmen. Ein Punkt ist wahrscheinlich, dass diese auf das lokale Universum beschränkte Messmethoden, also eher in der Nähe dann befindliche Objekte nutzen, im Vergleich zur kosmischen Hintergrundstrahlung, die ja kurz nach dem Urknall dann schon gemessen wird, dass es vielleicht daran liegen könnte. Wir schauen einfach in komplett unterschiedliche Epochen und vielleicht ist in der Zwischenzeit irgendwas passiert, wo wir dann sagen müssen, wir können die nicht miteinander vergleichen, diese verschiedenen Methoden, die sich auf verschiedene Epochen beziehen. Was ich interessant fand, war eine Bemerkung, aber da kann ich es ehrlich gesagt nicht erklären. Ich war auf der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Köln jetzt im September, und da war die Bemerkung, dass vielleicht auch Magnetfelder helfen könnten, diese Hubble-Tension zu lösen, weil sie im frühen Universum vielleicht schon einen Effekt hatten auf diese Dichteverteilung von Materie. Und dass wir eigentlich einen Fehler machen, wenn wir Magnetfelder nicht berücksichtigen. Ich habe es ehrlich gesagt im Detail noch nicht verstanden, die Begründung. Ich werde aber dranbleiben an dem Thema. Und wir werden es dann auch auf Urknallwelt erleben, auf jeden Fall in irgendeiner Form bringen, vielleicht auch in Form eines Vortragenden, einer Vortragenden. Das finde ich sehr spannend. Also es ist tatsächlich noch ungelöst, die Problematik. Warum
die Supernovae 1a und eben die Hintergrundstrahlung zum Beispiel verschiedene Werte für die Hubble-Konstante liefern. Das ist ungeklärt nach wie vor. Die Frage bezieht sich auf die dunkle Energie. Muss man davon ausgehen, dass es ewig so weitergeht, dass sich das Universum dann ausdehnt, oder könnte sich die Bewegung auch umkehren? Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht, denn wir haben auch zu wenig von der dunklen Energie verstanden. Das Beste, was wir haben, ist wie gesagt die kosmologische Konstante. Wenn wir das weiter in die Zukunft extrapolieren, dann sieht es sehr unromantisch aus. Das ist ein Universum, was sehr kalt wird, sich immer mehr ausdehnt, sehr dunkel wird natürlich auch. Durch die Rotverschiebungseffekte entfernen sich auch die Abstände von den Objekten, von den Galaxienhaufen zueinander immer mehr. Irgendwann können wir gar nicht mehr das Universum überblicken, weil die Abstände zu groß geworden sind. Aber was wir eben nicht wissen, ob vielleicht doch ein Skalarfeld am Werke ist, so ähnlich auch wie das Higgs-Feld, was irgendwas Komisches macht, wenn eine kritische Grenze der Expansion überschritten ist. So war es ja auch bei dem Übergang mit dem Higgs-Teilchen. Ein Phasenübergang, der eben plötzlich eingesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass die Teilchen eben diese Eigenschaft Masse bekommen haben im frühen Universum. Und das war sozusagen ein Übergang von diesem Skalarfeld. Und das ist eben die Frage. Es gibt auch noch Unsicherheiten. Da hatten wir auch mal ein Video dazu. Das nennt sich Phantomenergie. Das ist also eine ganz verrückte Form von dunkler Energie, wo der W-Parameter nicht exakt -1 ist, wie bei der kosmologischen Konstante, sondern sogar noch etwas kleiner ist, also -1,1, -1,2. Und das hätte dann zur Folge, dass das Universum nicht nur beschleunigt expandiert, sondern sogar irgendwann so stark expandiert, dass es komplett zerrissen wird. Und zwar alles zerrissen wird, auch Atome. Klingt nicht sehr gut. Soll auch erst dann in etwa 50 Milliarden Jahren passieren. Also wir hätten noch ein bisschen Zeit. Aber letzten Endes, das ist nicht raus. Dieses Modell ist noch innerhalb der Messfehler zulässig und es ist noch nicht raus. Deshalb wird es eben spannend, ob Euklid und Co. da diesen W-Parameter doch noch so genau festnageln können, dass wir uns zumindest sicher sein können, dass dieser sogenannte Big Rip, so wird es genannt, der große Zerriss, dann ausbleibt. Aber es gibt da durchaus Alternativen, aber sie sind nicht wirklich schön. Die Frage war zu schwarzen Löchern, ob es da eine Maximalmasse gibt. Also erstmal vielleicht zu dem Saugen, da müssen wir erstmal drüber reden. To suck in im Englischen wird auch oft gesagt, also es ist kein Saugen. Es ist nicht wie in einem Vakuum oder nicht über einem Staubsauger, sondern es ist tatsächlich einfach nur Gravitation. Das heißt, die Sachen fallen aufgrund der Gravitation hinunter in dieses schwarze Loch hinein. Weil es sehr klein ist, heizt sich eben dann die Materie eben auf. Sterne, die zu nahe kommen, werden durch die Gezeitenkräfte auseinandergezogen, werden zerrissen. Auch diese Ereignisse will man schon im Röntgen- und UV-Bereich mehrfach beobachtet haben. Sterne, die zu nah rankamen, durch Gezeitenkräfte zerrissen wurden und dann eben das Material, die Trümmer in das schwarze Loch fallen, dann so eine Art Röntgenflash oder UV-Flash hervorrufen. Es gibt von der Theorie her keine Maximalmasse für das schwarze Loch, aber wie wir hier an der Glocke sehen, gibt es eine Maximalzeit, wenn das Ganze stimmt, nämlich von links nach rechts das Alter des Universums von 0 bis 13,8 Milliarden Jahre. Das heißt, wenn Sie hier schon mit so sehr frühzeitigen schwarzen Löchern starten, die anfangen zu wachsen durch Aggression, vielleicht auch durch Verschmelzung untereinander, dann kann man zeigen, dass wir eben da große Probleme haben zu erklären, woher in diesem Hier und Heute die extrem massereichen schwarzen Löcher kommen, die eben Massen haben im Bereich von 10 und mehr Milliarden Sonnenmassen. Also das ist absolut schwierig. Es gibt auch so eine Art Futtergrenze, ja, bei schwarzen Löchern ähnlich wie bei Menschen. Man kann halt nicht beliebig viel futtern in einer zur Verfügung stehenden Zeit. Das nennt man das Eddington-Limit. Weil wenn irgendwann, also sozusagen die Akkretionsrate, wie viel Masse kann in ein schwarzes Loch hineinstürzen pro Zeit, da gibt es eben eine Grenze, die Eddington-Limit genannt wird. Denn wenn das noch mehr würde, noch mehr Masse pro Zeit, dann wird der Strahlungsdruck von dem ganzen Vorgang so heftig, dass die Strahlung selber verhindert, dass die Materie reinfallen kann. Das wird also sozusagen so heiß, dass durch Streueffekte das Material dann auch nicht mehr einfallen könnte. Das ist so diese anschauliche Begründung. Das heißt, es gibt eigentlich keine Maximalmasse.
von der Theorie her alles erlaubt, aber es gibt eine maximale Fütterungsrate und es gibt eben diese Randbedingung, dass wir nicht beliebig unendlich viel Zeit haben, so wie es aussieht, sondern höchstens eben 13,8 Milliarden Jahre. Hat man Hinweise auf weiße Löcher gefunden? Das ist ja das Zeitumgekehrte zum schwarzen Loch. Beim schwarzen Loch fällt alles rein, Strahlung wird verschluckt, sie sind schwarz. Beim weißen Loch kommt alles raus, auch Strahlung. Als man in den 1960er Jahren mit den Vela-Satelliten sich auf die Suche gemacht hat nach Atomexplosionen auf der Erde, hat man nicht schlecht gestaunt, als man dann Explosionen auf der anderen Seite gesehen hat. Nicht nach unten, wenn man auf die Erde blickt, sondern wenn man an den Himmel schaut, an den Nachthimmel und den Kosmos anguckt. Da wurden dann Explosionen entdeckt, die man jetzt ja Gammastrahlenausbrüche oder Gamma-Ray-Bursts, GRBs, nennt. Mittlerweile weiß man, dass es offenbar eine Spielart der Sternexplosion ist. Wenn massereiche Sterne eben explodieren, erzeugen sie ein stellares schwarzes Loch. Das wiederum erzeugt Jets. Und diese Jets kann man dann eben sehen. Es wird Materie extrem beschleunigt. Das sind die höchsten Lorentz-Faktoren, also schnellsten Geschwindigkeiten, anders ausgedrückt, die da erreicht werden. Und wenn man eben gerade sozusagen in diese Strahlrichtung schaut, dann kriegt man eben einen extremen Gamma-Blitz ab. Diese Phänomene hatte man geglaubt, am Anfang könnten weiße Löcher sein, weil es eben genauso aussieht wie das, was man von so einem weißen Loch erwarten würde. Bislang, es gibt eine Theorie dazu, da kann man gucken nach Einstein-Rosen-Brücke wäre ein Stichwort oder Kruskal-Lösung. Das sind alles bestimmte Lösungen der Feldgleichung von Albert Einstein. Also es ist tatsächlich erlaubt, auch einfach die zeitumgekehrte Variante zu betrachten. Das ist auch eine Lösung der Feldgleichung. Würde man dann eben weißes Loch oder Kruskal-Lösung nennen. Aber es gibt eben keinerlei Hinweise, dass es in der Natur in irgendeiner Form erlaubt ist. Also es ist so ähnlich wie in der Elektrodynamik gibt es auch, da geht es aber jetzt sehr in die Tiefen der Physik hinein, aber die Bemerkung ist mir vielleicht erlaubt, es gibt da avancierte und retardierte Lösungen, also auch genau solche Lösungen in der Elektrodynamik, die sich in der einen oder in der anderen Zeitrichtung bewegen können. Und man stellt aber fest, dass nur die einen einfach in der Natur sozusagen kausal erlaubt sind, der Kausalität nicht widersprechen. Und deshalb sortiert man einfach die anderen aus. Und vielleicht ist es ähnlich bei den weißen Löchern. Also bislang sieht es einfach so aus, man findet nichts da draußen. Es ist noch nie eine Person herausgepoppt, hier im Hier und Jetzt, ne? Irgendwie in einer Einstein-Rosen-Brücke durchgelaufen, was ja auch in dem Film Interstellar thematisiert wurde. Der Protagonist Cooper hatte ja genauso eine Reise durch das Schwarze Loch überlebt und ist ja dann als Überlebender zurückgekommen. Also vieles war da auch super dargestellt in dem Film, vieles wissenschaftlich korrekt, aber das war halt sozusagen eine Spekulation, weil vermutlich werden diese Gezeitenkräfte eben so heftig, dass auch eine einfallende Person dann spaghettisiert wird und dann endet man eben als Nudel. War der Urknall ein weißes Loch? Hier? Der Zipfel sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich weiß aus. Da muss man eben sagen, wenn wir jetzt wirklich in die Theorie reingehen, ist ein weißes Loch und auch ein schwarzes Loch sind Lösungen der Vakuumgleichung. Das heißt, wir haben keinerlei Materieverteilung angenommen, wir haben nur Leere angenommen. Und das ist immer das, was ich dann sage, wenn man diese Behauptung aufstellt, dass der Urknall ein weißes Loch war. Es war auf jeden Fall eine sichtbare Singularität, das stimmt, aber eben kein weißes Loch, weil wir haben ja eine Materieverteilung auch am Anfang. Wir haben eben diese Lösung der Friedmann-Gleichung. Also das war das, was Alexander Friedmann, Theoretiker aus Russland, in den 1920er Jahren gemacht hatte. Er hatte Einsteins Gleichungen nicht nur verstanden, sondern auch Lösungen gefunden, hatte die auch dann an Einstein kommuniziert. Er war am Anfang erstmal, glaube ich, nicht begeistert, wenn ich mich recht entsinne, danach aber schon. Es war auch alles richtig, was der Alexander Friedmann gemacht hat. Man spricht auch jetzt eben von Friedmann-Lösung oder auch Friedmann-Lemaitre-Lösung oder wenn man historisch ganz korrekt sein will, von Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker-Lösungen, FLRW, Kosmologie, weil eben diese verschiedenen Leute daran beteiligt waren. Und was eben gemacht wird, ist, dass man relativistisch diese Suppe hier an Material, Galaxien, als Flüssigkeit beschreibt. Also in dem Energieimpulstensor stecken Informationen wie in einem Flüssigkeitsgebilde drin. Das heißt, man hat nur so eine paarweise Wechselwirkung, ähnlich wie bei Flüssigkeitstropfen miteinander.
Und dann bekommt man eben hier auch Lösungen heraus, aber es sind eben keine weißen Löcher, es sind die Friedmann-Lösungen. Also insofern wäre die Antwort nein. Die Frage war, ob bei den Spiegeln auch geputzt wird, weil die natürlich irgendwann unter Umständen schmutzig werden. Aber das größere Problem ist tatsächlich, dass sie zerstört werden können. Das ist schwierig beim James Webb Teleskop, 1,5 Millionen Kilometer entfernt. Also es gibt ja nicht mal Kameras. Also wenn Sie mich fragen, war das ein Riesenfehler. Ne? Die Leute sind ja ganz wild drauf. Wie sieht denn das Ding aus der Nähe, auch wenn es jetzt da draußen ist? Man könnte auch dann wirklich gucken, muss ich den Spiegel putzen oder muss ich mir keine Gedanken machen, weil er zerbrochen ist, weil er vom Meteoriten zertrümmert wurde. Das sieht man leider nicht, weil keine Kameras installiert wurden. Aus meiner Sicht wirklich ein großer Fehler. Das ist das, was vielleicht die NASA von den Chinesen auch lernen kann. Denn die haben ja alle möglichen Kameras damit geschickt bei Mars-Rovern, bei Mondrovern, wo man einfach dann auch den Zustand angucken kann. Mars ist übrigens ein gutes Stichwort. Da wird tatsächlich auch probiert, dann natürlich mit solchen kleinen Düsen im Prinzip auch den Staub ab und zu mal da wegzublasen. Also es gibt da durchaus Konzepte. Da ist sozusagen auch jemand dabei, der putzt, ja. Gibt es Diagnosetechniken, um den Zustand des Spiegels beim James Webb Teleskop anzuschauen? Ja. Und zwar gehörte das auch zu den ersten Bildern, die wir beobachtet haben. Und zwar kann das James Webb Teleskop Selfies herstellen vom gesamten Spiegel. Und zwar war das notwendig, um am Anfang zu gucken. Das sind ja hier 18 Segmente. Die mussten ja, nachdem es da seine Parkposition am Lagrange-Punkt erreicht hatte, um den es jetzt ja in so einem Halo-Orbit kreist, mussten ja auch die Spiegel eingestellt werden, damit sie diese schöne Parabelform haben. Tatsächlich hat man dann auch Bilder veröffentlicht, hatten wir auch in Stern- und Weltraum gezeigt, wo das eben ein Bild von diesen 18 Segmenten gibt. Man kann tatsächlich die einzelnen Segmente sehen und auch man sah auch welche, die eben nicht optimal in Form waren, weil sie dann anders gespiegelt hatten sozusagen als die Nachbarsegmente. Und so kann man auch jetzt noch sich den gesamten Spiegel anschauen, weil es so eine Art integrierten Selfie-Mechanismus gibt, um den Spiegel abzubilden von der Optik selbst. Das Gaia Black Hole One hatte eine Distanz von 1550 Lichtjahren. Wie sicher ist man sich, dass es nicht noch schwarze Löcher gibt, die noch näher sind? Ist man sich natürlich nicht besonders sicher. Man könnte das nur indirekt dann herausfinden. Es gab mal zum Beispiel ein Experiment, das nannte sich OGLE, O-G-L-E. Da hatte man Mikrolinsenereignisse gefunden. Also ähnlich wie bei den Gravitationslinsen gibt es dann Verzerrungseffekte von Licht. Und das wird aber hervorgerufen durch kleine Objekte, die durch unser Milchstraßensystem vagabundieren. Oft sind es braune Zwerge oder auch weiße Zwerge, also kleine, relativ kleine Objekte, die vielleicht Bruchteile der Sonnenmasse haben oder maximal eine Sonnenmasse ungefähr. Und wenn diese Objekte eben vorbeiziehen, dann gibt es genau das, was wir besprochen haben, Gravitationslinseneffekt Einstein-Ring. Aber man sieht nicht einen Ring, sondern man sieht nur ein kleines Aufleuchten von diesem Bereich. Das heißt, das Objekt zieht gerade vorbei, der Hintergrund wird herumgebeugt, die Strahlung im Hintergrund sorgt kurzzeitig für so ein Aufflammen und dann kann man auf die Art und Weise eben ein Objekt nachweisen und das könnte auch ein schwarzes Loch sein. Das heißt, es gibt auch tatsächlich Kandidaten für vagabundierende schwarze Löcher, die würden dann so in Erscheinung treten. Aber da ist kein Beispiel bekannt, meines Wissens, was auf jeden Fall nicht näher ist, aber auch noch nicht mal jetzt auf die Galaxis bezogen, wüsste ich jetzt kein Beispiel für solche vagabundierenden schwarzen Löcher. Aber es gibt zum Beispiel vagabundierende Sterne auch, die man inzwischen, so Free-Floating Planets werden die genannt, die eben auch, wie wir besprochen hatten, wir hatten die weißen Sterne, das passiert auch bei Planetensystemen, dass da auch mal Planeten herauskatapultiert werden, wenn Planeten untereinander wechselwirken, zum Beispiel wenn die solche Migrationsbewegungen machen, wie das auch bei unserem Sonnensystem war, dann trifft es meistens die Kleinen, die werden herausgeschleudert, fliegen dann weg, also sowas wie Merkur oder sowas. Das heißt, wir wissen auch zum Beispiel nicht, ob das Ursonnensystem vielleicht sogar mehr Planeten gehabt hat, aber inzwischen die Planeten halt leider uns flöten gegangen sind. Also wie gesagt, das ist jetzt der nächste Kandidat. Es könnte sein, dass es weitere schwarze Löcher gibt, was auch noch nicht klar ist. Mikroschwarze Löcher, ne? Also so ganz kleine Geschichten,
Da sind wir sehr im spekulativen Bereich, würde ich sagen, aber man beweise mal das Gegenteil. Ne? Also wer weiß, was man da noch beobachten wird. Dann wird der Nachmittag auch nicht gut enden, das stimmt. Also wenn uns der Vagabund einfängt, dann sind wir hoffentlich nicht gerade in der Nähe. Also das ist vielleicht das, was uns beruhigen sollte. Gaia Black Hole 1, 1550 Lichtjahre, ist doch relativ weit entfernt. Da brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben. Können weiter mit dem Staubwedel arbeiten. Die Frage war, ob es Aufnahmen gibt, die zeigen, dass die Explosionsfront, ich habe es nicht ganz verstanden, wieder eingeholt wird. Also jetzt Sterne, die sich in der Nähe wirklich befinden? Ach so, wegen 10 Lichtjahren, verstehe. Ja, weil also der typische Abstand natürlich zwischen den Sternen sind ja wenige Lichtjahre, siehe Proxima, 4 Lichtjahre. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein von den vielen Supernova-Überresten, die wir haben, dass da mal ein Nachbarstern in der Nähe ist. Müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir da noch einen finden, aber auch jetzt Keplers oder Tycho Supernova und was es da so alles gibt, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Die 87a auch nicht, aber da ist natürlich so, dass die halt relativ jung ist. Hat sich ja erst vor wenigen Jahrzehnten ereignet. Da ist die Explosionsfront noch nicht so weit gekommen. Also wüsste ich jetzt kein Beispiel. Aber es müsste natürlich dann so eine Interaktion geben, das ist klar. Also wenn da ein Stern in der Nähe ist, die Explosionsfront trifft den, dann gibt es natürlich eine Interaktion und eine Bugwelle und so weiter von dem Material. Also das wäre auf jeden Fall zu erwarten, weil die Geschwindigkeiten dieser Fronten sind eben doch recht ordentlich. Ja. Ja, also das ist genau ein Punkt. Also die Frage war, entstehen Sterne durch die Druckwelle? Also diese Verdichtungen sind tatsächlich wichtig, weil eben das interstellare Material verdichtet wird und das vielleicht gerade dann der Zündfunken ist sozusagen, dass ein Stern entstehen kann, weil jetzt gerade die Verdichtung dann eingesetzt hat. Genau. Auf jeden Fall, deshalb sind diese ganzen Experimente, also die Frage war nochmal, besteht die Gefahr, dass man die Orte, sowohl Mars als auch Jupiter-Monde kontaminiert, weil da Sonden hinfliegen, die irgendwas mitbringen, was von der Erde stammt. Also natürlich hat man da Reinraumbedingungen, versucht dann immer das auch so abzuschirmen, dass man eben nicht irgendwas einschleppt sozusagen. Auch beim Mars ganz wichtig, also nicht, dass man da Bakterien findet, die man selber von der Erde mitgebracht hat. Also da ist es ja schon viel kritischer, weil wirklich Rover durch die Gegend fahren. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Die tun ihr Bestes, um das zu vermeiden, aber natürlich muss man auch dann ganz genau hinschauen, wenn man Funde hat, ob man dann nicht zufällig doch was gefunden hat, was von der Erde kommt. Auf jeden Fall. Die Frage war, wie bewegt sich Gaia im Sonnensystem? Und Gaia kreist eben genauso wie das James Webb-Teleskop und Euklid in einem bestimmten Orbit um den Lagrange-Punkt L2, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, also relativ weit, sozusagen außerhalb Richtung Mars, sozusagen von der Richtung und abgewandt von der Sonne, weil man eben gerade auch mit den Infrarotteleskopen die Wärmestrahlung nicht abbekommen will. Deshalb ist es eben nicht so wie bei dem Hubble-Weltraumteleskop, was ja sehr, sehr nah in rund 500 Kilometern Höhe über der Erde kreist. Die Frage war, wie lange dauert es, bis Gaia Missionsende hat. Ich muss ehrlich gestehen, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Der Herr Schwob ist ja da. Ja. Genau, 2 Jahre. 2 Jahre. Das ist ja schon eine Weile am Laufen, 10 Jahre, wie gesagt. Es gibt auch immer diese Gaia Data Releases, wo dann auch neue Updates rauskommen. Genau. Vielen Dank. 2 Jahre noch. Dann vielen Dank nochmal. Tolle Fragen.